Wir haben das Thema NAS-Produktstrategie für uns auch weiterentwickelt. Das letzte Mal, hier schon auch gesagt, wir wollen auch mehr Standard, wir wollen kluge Standards machen für unsere Kunden. Das haben wir auch weiter etabliert. Das heißt, es geht darum, dass wir sagen, unser Ziel ist, alltägliche Anwendungsfälle im Organisations- und Prozessmanagement immer ein bisschen besser lösen, als es andere Tools können. Das ist zu gucken, dass wir auf eure Bedürfnisse schauen und versuchen, diese Use Cases auch gut umzusetzen. Die Kernzielgruppe sind natürlich Entscheider- und Nutzergruppen für so eine State-of-the-Art Prozess- und Organisationsmanagement-Lösung. Wir glauben, dass wir eben genau da an der Schnittstelle von Prozess- und Organisationsmanagement gut zu Hause sind. Und ihr seht ja, die Gruppen sind natürlich sehr vielfältig. Und man muss auch sagen, dass die Nutzergruppen, die vielleicht dann sehr intensiv mitarbeiten, wie die Modellierer, teilweise aber am wenigsten zu sagen haben. In manchen Auswahlverfahren haben die viel zu sagen, in manchen Auswahlverfahren fast nichts, weil es dann hinterher auch strategisch entschieden wird. Zum Beispiel so Thema One-Vendor-Strategie. Das kann dann schon mal ins Auge gehen für uns. Da gibt es gerade so einen großen Marktbegleiter, der hat auch ein Prozessmodellierungswerkzeug gekauft. Und wenn es eine One-Vendor-Strategie gibt, dann zählt es auch nicht mehr, wie happy die Anwender mit dem sind, was sie mit NAS bekommen, sondern zählen andere Argumente. Was haben wir sonst noch für Themen? Wir haben 6 Säulen, auf denen unser Produkt ruht. Das ist das Thema intuitive und hocheffiziente Bedienbarkeit. Das werden wir in der 7 heute Nachmittag nochmal zeigen, was daraus geworden ist, aus dem ganzen Konzept. Das Thema Prozess und Organisation als digitales Spiegelbild. Auch wirklich dieses Thema Plattform für die prozessorientierte Organisation und digitale Transformation. Wir haben das Thema in der Mitte Aufgaben und Prozesse im integrierten Managementsystem, digitalisieren, automatisieren und die personalisierten Sichten im Portal, die wir, glaube ich, als sehr spezielles, also als sehr speziellen Vorteil von NAS sehen. Wir haben das Thema Integration in Kollaborationsplattformen. Wir haben nicht den Anspruch, dass wir sagen, NAS ist die Kollaborationsplattform. Das macht ja gar keinen Sinn angesichts von Microsoft 365 und Co. in dieser Welt. Aber dass wir Teil dieses Arbeitsplatzes eben sind, in dem auch und wir auch bei NAS eben auf Prozessen kollaboriert werden kann. Und eben nach wie vor das Thema Flexibilität für Mehrwert durch spezifische Lösungen, aber jetzt eben nicht wie früher, wo man einfach gebaut und gebastelt und noch was angestrickt hat, sondern gesagt, da wo es einen Mehrwert gibt, da den Standard auch aufgeben und genau diesen Mehrwert erschließen. Das kann NAS, dafür ist NAS nach wie vor gebaut, aber eben immer dann, wenn man es wirklich braucht und es wirklich einen Benefit braucht. Das heißt, dieses Thema Standardisierung, Modularisierung, das halten wir nach wie vor für sehr, sehr wichtig. Und damit auch eine gewisse Skalierbarkeit bei Ihnen und bei uns. Das hat auf beiden Seiten den wichtigen Effekt, dass wir sagen, damit kann man wirklich besser skalieren. Und Partnerökosystem, indirekter Vertrieb steht auch mit drin, ist nach wie vor eine wichtige Säule. Das heißt, wir haben auch die Partner, die heute in der Expo sind, die vertreten immer spezifische Themenfelder, Know-how-Felder, haben teilweise eben mit uns gemeinsam das Thema Module geschaffen, die genau in dieses ganze Konzept gut reinpassen. Und das wird auch nach wie vor eine starke Säule von uns sein. Das Thema, die aktuelle 6-Auslieferung, da haben wir ja schon gesagt, wir haben die ganze Oberfläche nach dem externen Konzept gebaut, allerdings noch sehr stark über Konfiguration, haben die Nutzerführung komplett gestrafft und haben jetzt auch wirklich Marktbegleiter dann teilweise genau aufgrund dieser Vorzüge in der Usability auch ablösen können. Und was wir dann eben mit der S7 bringen, wo wir sagen, das haben wir jetzt alles aus dem ganzen Konfigurationsbereich rausgenommen, dort wo wir Nutzerführung optimieren. Das wird quasi programmatisch gelöst, sodass sich das auch immer wieder findet und noch gar nicht konfigurativ geändert werden kann. Sodass die Nutzerführung auch sowas wie Kontextwechsel nochmals einen erheblichen Sprung nach vorne macht. Vielleicht nochmal das Thema Prozessorientierung, was mir am Herzen liegt. Viele Jahre war immer das Thema Prozessdokumentation sehr stark im Vordergrund. Und mit Verlaub gesagt, Prozessdokumentation ist ja auch relevant. Ich meine, ohne dass ich mal irgendwas zum Anfassen habe, auf was ich mich beziehen kann, ist ja auch alles andere und doch die ganze weitere Diskussion nichts. Ja. Wie ich jetzt zu dem Prozess komme, mit welchem Aufwand, ist immer ein anderes Thema, aber es ist wichtig. Aber tatsächlich dieses Thema, wir brauchen einen definierten Geschäftsprozess, wo wir alle, ich glaube, da stimmt ja jeder zu, auch in Zeiten von Digitalisierung, na klar, wir müssen die Prozesse beschrieben haben, sonst klappt das nichts, sonst machen wir ja ganz blöde Digitalisierungsvorhaben, wird nur teuer. Aber der nächste Schritt, das meine ich mit Prozessorientierung, der wird häufig nicht gegangen. Dieses Thema zu sagen, was wollen wir damit erreichen, das sind eigentlich 2 Sachen. Es geht um Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Gewinn machen. Und es geht um Kundenfokus, also Effektivität. Diese beiden Sachen, sich wirklich genau zu überlegen, wo kann ich mit den Prozessen welchen Mehrwert für die Kunden erreichen und für das Unternehmen welchen Benefit. So, das ist diese erste klare Perspektive, wo ich auch jedem Prozess Ziele dann auch geben kann. Was kann der besser machen? Aber das Entscheidende ist wirklich zu sagen, ich habe eben nicht nur die Verantwortung im Prozess
geregelt, jeder weiß, wie der Prozess läuft, sondern ich habe auch die Verantwortung für den Prozess. Also wirklich für die Verbesserung, Steuerung des Prozesses klar definiert. Und das kommt häufig zu kurz. Also wirklich zu sagen, diese Prozessverantwortung wirklich ernst zu nehmen, wirklich zu etablieren und das dann auch zu leben. Weil daraus wird dann eigentlich diese Dynamik, die ihr braucht, dass wirklich eine Verbesserungsorientierung entsteht, dass man wirklich mit dem Finger im Prozess sagt, und warum läuft das hier, warum klappt es hier nicht? Und was müssen wir tun, damit es da zukünftig klappen kann? Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, dieses Thema stabil liefern, Changes Management, nicht die IT dann quasi in die miserable Lage versetzen, dass die dann über alle Changes im Prozess entscheiden müssen, weil es eigentlich sonst keiner tut. Ja, und die IT-Kollegen sind heftigst überfordert, ja, weil sie sagen, sie kriegen unterschiedlichste, und zwar von unterschiedlichen Zielen geleitete Vorgaben. Das ist dann eben genau das, was man in der Digitalisierung nicht brauchen kann. Und da braucht man eigentlich wirklich Prozessverantwortliche, die Changes quasi vom Hintergrund, ist das jetzt für einen globalen Prozess gut, ist es nicht gut, gibt es eine Variante, wo das auch klar entschieden wird. Und erst wenn Sie das hinkriegen, wenn ihr da seid, dann fängt es an, Spaß zu machen. Ja, dann fängt es an, wirklich so zu funktionieren, dass es auch was bringt. Das ist unsere Prozesslandkarte, die hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal gesehen. Wir sind vor 2 Wochen gerade rezertifiziert worden, unsere Prozessorganisation. Keine Feststellung, eine kleine Verbesserungsidee. Und das sind jetzt quasi auch die Zuordnung von Eichmann und Menscher auf unserer Prozeslandkarte. Das heißt, das ist so das, wie wir versuchen, unser Geschäft zu machen. Und auch ihr werdet sicherlich merken, dass wir da noch nicht immer perfekt sind. Also auch wir sind ja nicht nur, weil wir jetzt sagen, wir haben uns da aufgemacht, ist ja deswegen auch noch nicht so, dass wir auch schon alles super im Griff haben, sondern wir haben auch noch Prozesse, die wir sicherlich, wo wir weiter daran arbeiten müssen. Auch wenn jetzt der Auditor uns nichts ins Stammbuch geschrieben haben, so wissen wir natürlich selber, wo ein Handlungsbedarf ist und wo wir daran arbeiten werden. Das heißt, wir haben das Thema Lösung entwickeln und supporten in dem oberen Bereich, das Thema Lösung kommunizieren, verkaufen, Partnermanagement, also direkter, indirekter Vertriebskanal, und das Thema Lösung implementieren. Das sind so unsere 3 Kernprozesse. Und wir haben jetzt auch, wie man sieht, relativ schlanke Führungsprozesse. Das heißt, keinen expliziten Strategieprozess, sondern das Thema Leistungsportfolio planen und steuern und Unternehmen planen und steuern, wo wir den ganzen Planungs-Lifecycle und die Kommunikation zeigen, wie das quasi alles zusammenhängt, relativ generisch der zweite. Wir haben das Thema Prozess- und Qualitätsmanagement, wo also unser Führungsprozess, Prozessmanagement drin ist. Wir haben jetzt neuerdings auch das Thema Informationssicherheit. Der Olaf Hofeld ist ja unser ESB, weil wir einfach sagen, gerade im Bereich von Cloud-Lieferung ist eben das Thema 27001 mittlerweile ein Muss. Das heißt, wir werden da auch nächstes Jahr die Zertifizierung anstreben. Wenn wir jetzt nochmal das Thema, was bedeutet Prozessorientierung denn organisatorisch, mal kurz reflektieren, dann ist es ja so, links, das Thema Funktionsorganisation kennt jeder, sind die meisten hier am Tisch, werden eher funktionale Strukturen haben. Was wir jetzt haben, in Intellior ganz rechts eine Prozessorganisation zu haben, ist eher eine Seltenheit und funktioniert eigentlich auch nur bei sehr kleinen Unternehmen, wo es wirklich so ein Change auch beherrschbar ist. Die meisten sind irgendwo in der Mitte und das ist auch gut so. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, ganz nach rechts zu müssen. Es gibt viele Gründe, nicht mehr ganz links zu bleiben. Das liegt einfach am Charakter von Organisationen, weil eine Funktionsorganisation, eine Funktionsspezialisierung, die aber auch eine gewisse Koordination braucht, die ist gebaut für Zustände mit relativ stabilen Anforderungen, wo die Anforderungen nicht so wahnsinnig häufig wechseln und wo es wirklich um Effizienz geht. Das ist klar, auch Produktion, die letzten Prozente rausholen. Da hat Funktionsorganisation immer prima funktioniert, aber wenn ich in deutlich mehr kundengesteuertes Umfeld komme, wo erheblich mehr Dynamik in den Anforderungen ist, wo es um Schnelligkeit geht, wo ich deswegen gewinne, weil ich eben schneller bin als der Marktbegleiter, da tut es Funktionsorganisationen mit ihren relativ starken und teilweise überbordenden Koordinationsaufwendungen eben nicht mehr. Und das liegt in der Natur der Sache. Jede Organisationsform hat ihren Einsatzpunkt. Und deswegen ist es eben so ein Shift nach rechts. Also man überlegt sich über Rollenmodelle, also wer übernimmt Prozessverantwortung, wie schneiden wir die Prozesse, also welche Prozesse brauchen wir, um unser Geschäftsmodell gut zu machen und wie schneiden wir jetzt diese Prozesse an den richtigen Übergabepunkten, sodass möglichst koordinationsarm die Prozesse durchlaufen können. Das ist kein lupenreiner Ende-zu-Ende-Prozess, aber ein Prozess mit erheblich weniger Übergabepunkten, die erheblich besser abgestimmt sind, wo es für jeden Prozess dann auch wirklich einen Verantwortlichen gibt. Und dann wiederum ist der Moment gekommen, wo es anfangen kann, Spaß zu machen.
Und das ist der Zustand zu sagen, ja, wir machen uns auf den Weg, prozessorientierter zu werden. Und das ist ein Kontinuum, weil mit jedem Führungswechsel, mit jeder neuen Marktanforderung, mit jedem Schwenk in der Prozesswelt gibt es immer wieder auch neue Optionen, nenne ich es mal, und Möglichkeiten auch zu überlegen, wie mache ich das jetzt? Wie komme ich ein Stückchen weiter in einen besseren Prozessschnitt, in eine mehr Ende-zu-Ende-Betrachtung? Da kann ich euch nur zu einladen, das auch wirklich so, ich sage mal, relativ, wie soll ich sagen, auch pragmatisch zu sehen, nicht dogmatisch, sondern pragmatisch zu sehen, sich so in diese Richtung nach rechts aufzumachen. Dann passiert auch das, aber ich brauche keine Prozesskostenrechnung. Ich nähere dann auch zum Beispiel Kostenstellen und Prozesse aneinander an. Dann bin ich schon auch mit meiner aktuellen Kostenrechnung wieder viel näher am Prozess, als ich es heute bin. Vielleicht mit Kostenstellen, die rein funktional und sehr, sehr grob aufgestellt sind. Und was wir ja auch dann machen, ist eben genau, weil wir sagen, es fängt alles an mit der Dokumentation, dass wir eben sagen, es ist am Anfang das Modellieren, da ist auch stark, aber es geht eben um das Thema Optimieren, Leben, Prozesse, Chancen integriert managen oder Strategie über Prozesse in IT umsetzen. Das ist eben auch unser Approach, wie wir versuchen, jetzt die Kunden in ihrem Reifegrad vom Prozessmanagement ja auch zu begleiten. Weil es fängt eben vorne an. Ich muss erstmal Content haben. Ja, und der muss aber auch gut gemacht sein, gut entwickelt worden sein mit den Leuten. Und dann kann ich eigentlich gut in die Prozesse und dann kann ich natürlich auch ins integrierte Managementsystem viel besser einsteigen. Viele müssen das parallel machen, das heißt, dokumentieren Prozesse und müssen auch gleich irgendeine Norm erfüllen. Das heißt, es ist nicht immer so sauber getrennt in diesen Reifegradstufen. Aber auch da ist es dann so, das wissen alle, man fängt an und ist natürlich noch nicht in jeder Ecke gut. Das heißt, es baut sich dann eben auch eine gewisse Reife und auch Vollständigkeit des Prozessmodells auf. Am Anfang hat man eben noch gar nicht alle Prozesse beschrieben. Und das ist ja auch nicht zwingend notwendig, denn die meisten Normen sagen, macht es risikobasiert, nehmt euch die Prozesse, die für euer Geschäftsmodell wirklich die höchste Relevanz haben. Und insofern ist das ein Stück weit dann der Punkt, wo ich sage, wo steht ihr eigentlich in der Prozessorientierung? Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt vielleicht das Eden-Reifegradmodell, ist vor x Jahren von ein paar Unternehmen entwickelt worden. Das heißt, es ist kein Hochschul-Reifegradmodell oder auch kein Riesen-Framework. Das sind ja die Dimensionen, die jetzt da Praktiker für Praktiker mal entwickelt haben. Und ihr könnt euch ja selber mal fragen, wo steht ihr in den Dimensionen? Ja, was habt ihr, und zwar im Sinne von, was habt ihr erreicht? Woran könnt ihr euch auch freuen? Ja? Natürlich kann man mal sagen, was ist jetzt der nächste Step, den ihr euch vornehmt. So, und was ist es? Das eine ist, Prozessmanagement-Strategie hat was mit der Unternehmensstrategie zu tun. Also die Unternehmensstrategie und wie mache ich das mit dem Prozessmanagement, das wird gemeinsam diskutiert. Wie ist das bei euch? Habt ihr wirklich klare Ziele, die durch Prozessmanagement und euer integriertes Management verfolgt sind? Sind die auch wirklich kommuniziert? Und werden die auch, ich sag mal, in den Methoden und in der Art, wie ihr Prozessmanagement macht, stellt sich das so dar, reflektiert es das auch. Ja? Dann, Prozessmanagement wurde eindeutig in der Organisation verankert. Das ist jetzt genau wieder der Punkt, eben dieses kluge Rollenmodell. Ihr habt Prozessverantwortliche, wie ordnet ihr die den Führungskräften zu, nach welchen Prinzipien? Ja, was ist da die Art, was ist die Logik, wie es zugeordnet wird und wie wird es dann aber auch tatsächlich im Alltag sichtbar und gelebt? Also es ist nur ein Label, was geklebt ist, oder passiert da auch was? Gibt es da Gremien, die sich über Prozesse abstimmen? Lebt das wirklich oder ist es nur eine Rollenbeschreibung auf dem Papier? Dann der zweite Dreierblock ist das Thema Methoden. Jetzt wisst ihr alle, Methoden gibt es wie Sand am Meer. Wichtig ist, dass man so eine Art Werkzeugkoffer hat für euch. Angefangen vielleicht mit einem klugen Steckbrief für ein Scoping, für Prozesse. Ein Konzept für, machen wir Prozessworkshops, Moderation, Checklisten, Einladungen, gute Fragestellungen, Vorbereiten. Das sind alles super pragmatische Dinge. Das ist Methode, ja, aber keine Rocket Science. Und das ist das, was jeder anwenden kann. Gelebte Prozesse in einer übersichtlichen, einheitlichen Dokumentation leicht zu finden. Da habt ihr mit Enes ja schon mal eine ganz gute Plattform. Und Prozesse und deren Steuerung werden durch IT bestmöglich unterstützt. Das ist natürlich für viele noch ein Riesenthema. Das heißt, wir haben jetzt hier gestern das Thema TIM, wie können wir vielleicht Human Workflows wirklich lebendig machen, aber das wisst ihr selber, da gibt es teilweise eben ein Gap. Welcher Teil vom Prozess wird wirklich unterstützt, welcher Teil nicht? Dann guckt man die SAP-Welt und stellt fest, ja, die sogenannten SAP-Referenzprozesse, das macht eigentlich nur 20-30% in manchen Fällen vom Prozess auf. Dazwischen gibt es ganz viele Human Tasks, die aber eigentlich fast die meiste Zeit benötigen und auch sehr viel Abstimmungsaufwand benötigen, aber eben noch nicht sinnvoll durch IT unterstützt werden. So, und dann den letzten Dreierblock, der ist vielleicht ein bisschen softer,
Also habt euch Gedanken gemacht, welche Kompetenzen eigentlich erforderlich sind, sowohl im Prozessmanagement, wenn ich davon ausgehe, ihr habt zentral, dezentral Ressourcen, die Prozessmanagement auch unterstützen. Die meisten sitzen oder es sitzen ja Vertreter dieser Kompetenzen hier. Macht euch Gedanken, was ihr braucht, was da auch aufgebaut werden muss, aber was müsst ihr auch im Unternehmen aufbauen. Wie ist das mit dem Messen? Sicherlich auch eine hohe Schule, Prozesse wirklich gut zu messen. Klingt immer ganz einfach, ist aber tatsächlich anspruchsvoll, auch wirklich die richtigen Messpunkte in den Prozessen so zu identifizieren, dass es zielkonform gesteuert werden kann. Klingt einfach, ist es aber nicht. Bis hin zur Umsetzung, dass es ja wieder unbedingt aus der IT ziehen will. Ich will das ja nicht mit der Hand am Arm machen. Das heißt, spätestens da gibt es dann häufig auch nochmal so ein Stolperstein, jetzt hat man eine gute Idee, aber wo kriege ich die Metriken her? Ja? Wie kann ich sie ziehen? Ja? Ist dann am Ende noch sicherlich eine Frage, die beantwortet werden muss. Und natürlich sowas wie Kommunikation ist sehr prozessorientiert. Wie wird eigentlich berichtet? Wird über Prozesse, über Ende-zu-Ende-Prozesse, Kundenerfolge, die bestimmte Prozesse erreicht haben, berichtet oder wird nach wie vor über Bereiche und Funktionen berichtet? Das ist auch ein kleines Indikator, wo steht man denn eigentlich? Ja, insofern kann jeder für sich jetzt mal sagen, was habt ihr erreicht in den Dimensionen und was nehmt ihr euch auch vor? Was ist so für euch der nächste wichtige Schritt? Jetzt ist ja die Zeit, wo man auch das Jahr 23 plant. Ich denke, ihr macht es und guckt, was sind die Punkte, die euch wichtig sind oder die man euch quasi auch in die Schachtel legt. Es ist ja nicht immer so, dass man das alles nur frei und selber entscheidet. Ich hatte ja dann angefangen letztes Jahr mit dem Thomas Hardegger und anderen Kollegen mal auch das Thema Erfolgsfaktoren mal in einem Blog zu beschreiben. Der andere hat es vielleicht gelesen. Und da kann ich nur sagen, das ist auch für euch nochmal vielleicht ein Hinweis, das Thema eben klares und wichtiges oder ein attraktives Zukunftsbild für das Thema zu haben. Was will ich erreichen mit Prozessmanagement? Dieses Zielbild fürs Prozessmanagement auch wirklich zu kommunizieren. Zu sagen, ich habe ganz klarer Kunden-Stakeholder-Fokus, also ich orientiere mich wirklich am Markt. Und natürlich in der internen Prozesskette ist auch der Folgeprozess mein Kunde, aber tatsächlich, ich gucke erstmal von außen. Was erwarten meine Kunden? Ich habe dann diesen dritten Schritt, eine anwenderorientierte Prozessgestaltung und Dokumentation. Also ich mache das mit den Leuten, für die Leute. Dass die Leute eben genau das in Prozessen finden, was sie auch brauchen, um ihren Prozess zu machen. Da ist wiederum Aeneas mit meiner Aeneas einfach ein Schlüssel. Wenn ihr das gut nutzt, habt ihr zumindest an der Stelle den Zugang zu den Informationen. Transparente Rollenverantwortlichkeiten, extrem wichtig, eben wirklich zu sagen, wer ist jetzt für den Prozess und im Prozess, also im Prozess in den Rollen verantwortlich. Dann kommt eben dieses verwendbare Dateninformation und tiefes Wissen. Das ist jetzt mit der Aeneas klasse, weil ihr die ganzen Sachen zunächst mal verbinden könnt. Aber trotzdem wisst ihr auch, es ist gar nicht so einfach. Und die Entscheidung, was ist jetzt notwendig, wie kann ich das alles pflegen? Das ist, wenn die Dateninformationen nicht Azure sind, dann sind sie auch wieder nicht nützlich. Wie kann ich sie kriegen? Auch ein spannender Punkt. Das Thema wirkungsvolle Führung, Prozessorganisation im Sinne von, jetzt muss es lebendig werden, es müssen Prozessverantwortliche auch ihre Rolle übernehmen, Prozesse zu steuern. Und last but not least, dieses Thema aussagekräftige Prozessmessung, dass ich faktenbasiert arbeite. Dass ich wirklich an der Stelle auch mal nicht nur dem Bauch, sondern doch auch bei den Zahlen ein bisschen Raum gebe, um zu sagen, was sagen denn immer die Fakten wirklich, neben dem guten oder nicht so guten Gefühl.